Die Michael Jackson Filmpremiere in Berlin. Die Global Fan Celebration. Ich bin hier auf den roten Teppich. 3 Tage Michael Jackson. Und wir gehen hier einmal den ganzen roten Teppich entlang. Heute ist der 3. Tag. Wir haben Sonntag. Und im 4. Teil meiner Berlin-Doku nehme ich euch mit durch das Herzstück dieses Wochenendes. Die komplette Michael Jackson-Ausstellung. Heute, am Sonntag, war ich wieder voller Lebensenergie. Erstmal Tickets holen und Chris interessierte sich für die Mitarbeiter, die seit Tagen die immer gleichen MJ-Songs hörten. 5-mal die armen Mitarbeitenden hier. 5-mal die gleichen Lieder. Prince und Blanket, der jetzt Biggie heißt, sind hier ebenfalls lang gegangen. Haben Interviews geführt mit allen, die hier den roten Teppich lang gegangen sind. Und geradeaus war Steven Gätjen auf der Bühne und hat die Interviews geführt mit den ganzen, Cast, mit den Darstellern. Wir uns gerade befunden haben, hier links oder zu eurer Rechten, da gingen die Stars, die VIPs lang. Und And he did amazing, but not only being hier Michael rechts Jackson. gingen die Zuschauer lang, die in dem UCI-Kino den Film im Kinosaal gesehen haben. Was haben wir denn hier? Hier gibt es noch Interaktionen, die man machen kann. Den großen Windkanal und da seht ihr Nebel, die Nebelmaschine geht an. Wahnsinn. Ja, das muss ich mal direkt ausprobieren. Das muss ich ausprobieren. Eine echte Windmaschine mit Rauch. Wer kann da widerstehen? Es klappt nicht so richtig. Aber ich hatte meinen Spaß und war gar nicht mehr runterzubekommen. Noch eine Pose? Ja, auch das musste sein. Wann hat man schon mal eine so tolle Möglichkeit, auf einer Windmaschine zu stehen, mit Rauch? Das habe ich in vollen Zügen genossen. Noch eine Pose und noch eine Pose und noch einmal. Hier wollte ich die Black or White Szene auf dem Laufband nachspielen. Und noch einmal schreie ich. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Braucht nicht jeder Haushalt eine Windmaschine? Mir würde es gefallen, aber ich war natürlich nicht alleine. Auch andere nutzten die Gelegenheit und tobten sich aus. Hier zum Beispiel Janni von Jackson Mania Podcast. Ja, ich habe mich hier gerade ein bisschen ausgetobt. Jetzt bin ich wach. Ich habe hier die Morgenenergie. Hi, danke. Ja, und hier haben wir die goldene Schallplatte. Songs from the Motion Picture. Hier wird Werbung gemacht für den offiziellen Soundtrack für Michael, den Kinofilm. Und hinten How to Moonwalk. Da lernt man, wie man richtig moonwalkt. How to Moonwalk. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Ja, hier kann man lernen, wie man den Moonwalk macht. Ja, soll ich den mal ausprobieren? Ich glaube, ich probiere den mal aus. Auf jeden Fall glatt. Da es leicht regnete, war der Tanzboden noch rutschiger und ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Es ist sehr rutschig, es ist sehr glatt, also. Ja, How to Moonwalk, hier ist es erklärt. Wer schon immer mal wissen wollte, wie man den Moonwalk macht, hier könnt ihr es erfahren. Hier sind wir beim der großen Michael-Installation. Auch richtig cool gearbeitet. Ja, das haben wir ja schon gesehen, wie das hier rangemacht wurde. Ja, so sieht's aus. Also richtig geil.
Michael, hier rechts, da gibt es noch eine Videoinstallation, da werde ich gleich auch noch mal hingehen. 3, 2, 1, Action! Auch das musste ich ausprobieren. Mit einer 4K-Kamera, hochauflösend, eine Slow-Motion-Aufnahme, also in Zeitlupe, aufgenommen zu werden. Und das Ergebnis, wie sieht das aus? Coole Drehung, aber... Das Gesicht! Ja, es sah wirklich wild aus. Ich hatte eine verkrampfte Gesichtsgrimasse, die in Zeitlupe sehr lustig aussah. Auch Chris, Claire und Janni übten sich in tollen Posen. Hier seht ihr Chris, der eine sehr coole Drehung machte. Claire brauchte 2 Anläufe. Und schließlich machte auch ich einen zweiten Versuch und versuchte diesmal ein freundlicheres Gesicht. Hier seht ihr das finale Ergebnis. Okay, ready? 3, 2, 1, Action! Na, wie findet ihr das? Hättet ihr da auch mitgemacht? Das waren alle interaktiven Ausstellungselemente auf dem roten Teppich. In den letzten 3 MJ-Update-Folgen konntet ihr schon erleben, was hier alles los war. Fans, Presse, Stars, Videoleinwände und jede Menge Mitmachinteraktionen. Hier zeige ich euch ein paar Eindrücke vom roten Teppich. Interviews vom Cast findet ihr ebenfalls in meiner MJ-Update-Serie über dieses Berlin-Wochenende. Mehr Videos und Podcasts über dieses Event findet ihr übrigens auch bei meinen Freunden von Malibu und Jackson Mania Podcast. Die Ausstellung, die hier drin ist, die immersive Ausstellung mit 3D-Effekten, mit Tanzelementen, mit Screens, also mit Kostümen aus den Filmen, mit Original-Set-Nachbauten, die Westlake Studios. Es ist unglaublich, was da drin war. Und dann gestern die große Party. Leider ging es mir gestern nicht gut. Ich hatte so ein paar Beschwerden. Deshalb konnte ich das gestern nicht ganz so gut genießen. Heute haben wir Sonntag, heute bin ich wieder top dabei. Und ich kann das ja nicht fassen. Und die Premiere und alles, was ich hier erlebt habe. Michael-Premiere in Berlin, ein Highlight. Und natürlich der zweite Teil. Ich hoffe, er kommt. Schauen wir mal. Es heißt ja, dass der Film die 700 Millionen Marke an Einspielergebnis erzielen muss. Und dann wird es einen zweiten Teil geben. Hier nochmals Prince Damien, Steven und Alex. Das war einmal der Gang über den roten Teppich. Jetzt geht es rein zur Ausstellung in der Uber Eats Music Hall. Über 3 Etagen Michael Jackson. Detailverliebt wurde hier jeder Winkel mit Michael-Elementen bestückt. Jede Etage hatte seinen Namen. Star, Legend, King und der Eingangsbereich, der Welcome to Berlin hieß. Große Fotowände, vor denen wir Selfies machten, den Berlin-Bären im MJ-Outfit und ein gigantisches Poster mit den Michael-Kinoplakaten. Und unten steht Michael auf dem Autodach vor der Filmkulisse in... Ja, das hier ist heute die Ausstellung. Hier sieht man, wie detailverliebt das Ganze dekoriert wurde. Selbst die Treppe ergibt ein Michael-Promo-Poster. Aber auch Lichtillustrationen mit drehender Michael-Vinyl und Plakate, die mehr über die Produktion des Films verrieten. Hier die Michael Jackson-Darsteller Giuliano, Cruvaldi und Javar Jackson. Hier sehen wir die Originalkostüme aus dem Film.
Das sind keine Kostüme, die Michael Jackson oder die Jackson 5 getragen haben. Das sind Nachbildungen, die für diesen Film angefertigt wurden. Hier ein Outfit der Jackson 5. Diese sahen wirklich super aus. Weiter ging es mit den Kostümen der Victory Tour. Natürlich auch Nachbildungen für den Film. Diese vom Nahen zu sehen war sehr interessant. Vor allem die beiden linken Outfits in Natura sahen die schon sehr lustig aus. Wir mussten schon ein wenig über diesen Buddy mit Gürtel, diese Leggings und Boots da unten an den Füßen lachen. Denn das kann wirklich nicht jeder tragen. Nun folgten diverse Outfits von Michael Jackson aus dem Film. Der Anzug aus dem Don't Stop Till You Get Enough Video mit Fliege, das Beat It Outfit und das Thriller-Kostüm, die beide auch im Video eingesetzt wurden in dem Film, das Motown 25 Billie Jean Kostüm, das Grammy Outfit und schließlich das Bad Outfit der Bad World Tour 1988. Ich muss jetzt mal nochmal durchgucken. Es kann es gut sein, dass ich das nehme, aber... Wenn es hier steht, nur wenn es hier steht. Schließlich konnten wir die Kostüme auch alle anprobieren. Natürlich nicht in echt, aber eine KI hat uns unser Wunsch-Outfit angezogen. Hier konnte man durch die 6 Kostüme scrollen, wählen, MJ-Pose einnehmen und Camera Lights Michael ein Foto machen. Natürlich suchte auch ich mir ein Kostüm und eine Pose aus. Hier mit dem Billie Jean Outfit der Victory Tour. Das hier nicht ausgestellt war. Sehr cool, so sahen die Ergebnisse aus. Nia Long, die Catherine Jackson im Film Michael spielt, machte schließlich ebenfalls einen Abstecher in die Ausstellung. Sie besuchte hier die Nachbildung der Westlake Studios. Wir nutzten natürlich ebenfalls diese Gelegenheit und alberten hier etwas vor der Kamera rum. Ich bin hier in den Westlake Studios Berlin und wie ihr hier seht ihr Originalrequisiten aus dem Michael-Kinofilm. Hier ein Klavier, Gitarren, hier hinter ist das Mikrofon, wo ich eben auch selbst dran stand und so getan habe, als ob ich singen könnte. Und gegenüber durch die Glasscheibe befindet sich das Studiomischpult aus dem Film. Und ich nehme jetzt hier mal diese Gitarre in der Hand und schaue mir an, wie sich das anfühlt, eine Originalgitarre aus dem Film in der Hand zu haben. Ich kann nicht spielen, aber... Du. Ja. Why? Am Klavier kann man hier was wegnehmen, ja. Die Requisiten sind hier alle, scheint echt zu sein, also richtig cool. Naja, das Spielen, ich kann nicht spielen, ich lasse es besser, aber es ist cool, die Sachen einmal anzufassen. Ja, hier, Originalkopfhörer, Mikrofon. Es ist überwältigend hier in Berlin, diese ganzen Sachen zu sehen, die hier ausgestellt werden. Diese Ausstellung ist wirklich der Wahnsinn. Don't Stop Till You Get Enough. Du wolltest schon immer mal mit Michael im Video tanzen? Hier war die Gelegenheit. Was aber einfacher aussieht als gedacht, entwickelt sich für die meisten zu einer kleinen Herausforderung. Natürlich mit dem nötigen Spaß bei der Sache. Hier das Lashorn und Kalina von Serious Effect, wie sie beide auf Instagram heißen, versuchten sich an der Choreografie. Zurückgehen, vor, nach hinten, Drehung, Hand hoch, fertig. Aber das muss man erstmal schaffen. Und dann wird's ernst. Jede und jeder hatte so seine Probleme.
Aber es gibt ja noch einen zweiten Versuch. Wenn das alles noch nicht genug war, erlebten wir auf der 3. Etage einen ganzen Parcours, einen MJ-Parcours. Damit hatte nun wirklich niemand mehr gerechnet. Der Parcours startete mit einer übergroßen MJ-Leuchtunterschrift, die uns alle begeisterte. Das als Tattoo. Daneben ging es weiter zu einer MJ-Couch, die eingerahmt war mit Michael Jacksons Studioalben und seiner Signatur, ein beliebtes Fotomotiv. Auch das war noch nicht alles. Um die Ecke geschaut ging der Parcours weiter. Das Set von Billie Jean Video wurde hier nachgebaut, mit dem geheimen Detektiv, der Michael im Video verfolgte, und blinkenden Fliesen, wenn man diese betrat. Ja, was soll ich sagen? Auch das musste ich natürlich ausprobieren. Aber hey, wenn man mal diese Gelegenheit bekommt, wer kann da widerstehen? Wir hatten jedenfalls alle eine Menge Spaß. Jede und jeder verwirklichte hier seine Foto- und Videoideen. Aus den Lautsprechern dröhnte laute MJ-Musik. Querbeet durch alle seine Alben. Up off the Wall. Hier eine Fotowand, wo sich jeder an den Lean versuchen konnte. Natürlich mit einem kleinen Trick. Entdeckt ihr ihn? Daneben konnte man mit Michael Jordan Basketball spielen, wie im Jam-Video. Richtig toll, was man sich hier alles hat einfallen lassen. Ach ja, und Punkte konnte man hier auch noch machen. Darauf folgte die große You Rock My World Glitzerwand. Auch davor bot es sich an, seine MJ-Moves auszuprobieren. Wir alle im 7. Fanhimmel. Hier wurde getanzt, hier wurde gepostet, hier wurden Moves ausprobiert. Jeder hat hier versucht, sein Michael Jackson-Fan-Dasein auszuleben. Gegenüber schließlich das Beat It Set. 80er Jahre Spielgeräte wie Pac-Man, die alle auch funktionierten. Jeder konnte hier spielen und alles ausprobieren. Und ein großer Billardtisch, der ebenfalls voll funktionsfähig war. Einige spielten hier, andere machten Fotos, Selfies und dahinter eine große Fernseher-Videowand, wo in Dauerschleife das Beat It Video lief. Ich rannte hier mit meiner Kamera auch stets wild hin und her und fing verschiedene Elemente ein, die das Gefühl hier, die Michael Jackson Songs, die hier liefen, hörte ich mir an und sang mit. Es hat einfach riesig Spaß gemacht. An dieser Stelle konnten wir zusammen mit Michael die Welt retten. Hier lief Earth Song und tobten uns aus. Daneben der Shop, der keine Besonderheiten bereithielt. Lediglich seine Studioalben auf CD und Vinyl und dazu passende T-Shirts konnte man hier kaufen. Ich bestückte hier meine Sammlung noch mit 4 T-Shirts, die ich noch nicht hatte. Wenn man hier schon mal die Möglichkeit hat, das zoll- und portofrei zu kaufen, da habe ich zugelangt. Neben dem Shop denn eine riesige Installation mit seinen Musikvideos. Einfach genial.
Wie an so vielen Stellen haben wir auch hier wieder Fotos gemacht, getanzt, gepostet. Es war einfach spektakulär. Alle seine Shortfilms liefen hier in Dauerschleife. Jedes Video hatte so seinen eigenen Platz. Ebenfalls war auch dies ein beliebtes Fotomotiv, wie so viele. Mit dieser Installation endete diese immersive Ausstellung. Ich muss es nochmals sagen, mit so etwas hatte niemand gerechnet. So eine umfangreiche Ausstellung, Kostüme, Nachbildung, Windmaschine, Foto- und Videospots. Ja, einfach toll. Die Reise hätte sich auch für diese Ausstellung alleine gelohnt. Und so geht das lange Michael Jackson-Wochenende zu Ende. Danke an Universal Deutschland, die dieses Promotion-Wochenende in Berlin realisiert haben. Ein Dank auch an alle, die das möglich gemacht haben. Dazu gehört der Michael Jackson Estate und Lionsgate. Ein Dank auch an alle Michael Jackson-Fans aus der ganzen Welt, die dieses Event besucht haben. Zusammen haben wir Michael Jacksons Legacy gefeiert und die Zeit unvergesslich gemacht. Ein Wochenende, das noch lange nachwirkt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von Berlin. We are experiencing some technical problems, but we'll be back in a minute again with Dominic and from the Blues. But what we want to do is, because we've been talking about the impact of Michael Jackson, especially on radio, you will have the chance to take a look at some of the behind-the-scenes material, especially how everything has been accomplished and been done. So please take a look at one of our few artistic regarding Michael Jackson.